jetzt geht's erstmal. Oh nee, nicht schon wieder E46 M3. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht los in einem E46 M3 und den fahren wir jetzt gerade mal Probe. Der wurde angeliefert in den letzten Tagen von dem Kunden. Und ja, da müssen wir mal so ein bisschen kurz gucken und hören, ja, ob alles in Ordnung ist. Und dann müssen wir mal einen Check machen, was hier so zu tun ist. Und ich würde sagen, jetzt geben wir dem noch mal ein paar Minuten, bis die Betriebsmittel auf Temperatur sind. Dann hören wir mal kurz rein und dann müssen wir entscheiden. Ne, Johnny? Geht nicht schlecht. Was sagst du? Geht nicht schlecht. Geht nicht schlecht. Aber, also man hört irgendwie mehr so. Also ich bin der Meinung, da fehlt irgendwas. Seid ihr auch der Meinung, da fehlt irgendwas? Da fehlt so ein bisschen. Ich kann immer dieses Imitieren so schlecht, aber da fehlt so ein bisschen mehr von da. Findest du nicht auch? Schon, oder? Mehr von was? Von vorn. Ach so. Der schon, das Mehr hört von- sich schon sehr kastriert an. Mehr, warte kurz. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, da fehlt ein bisschen was und da müssen wir mal gucken. Da gibt es irgendein Problem vorne im Motorraum. Und dem müssen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt im schönen Feierabendverkehr zurück in die Werkstatt. Wird nicht besser. Immer. Nee, nicht. Ist nicht. Ne? Ist nicht? Nix, ne? Nee. Nee, das ist scheiße. Das ist nicht gut. Okay, shit. Ich würde sagen, Werkstatt. Das hört sich nicht gut an. Hörst du es? Müssen wir mal schnell gucken, was da los ist. Ach du Scheiße. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's gesehen. Sag's. In dem Bereich so. Ansaugung. Da liegt das Problem begraben. Der Hund liegt da begraben. Ja. Ich guck mal kurz im Lager und schau mal, ob wir noch das passende Ersatzteil haben. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon gehört. Und dann würde ich sagen, gib mir 10 Sekunden. Dreh dich um, du darfst es nicht sehen. Ich habe das Ersatzteil noch da. Jetzt lauf vor, lauf zum Auto. Jetzt Moment. Jetzt muss ich so kurz. Sieht man was? Sieht man was? Nee. Ja, ja. Jetzt ist es soweit. Guckt euch das an, guckt euch das an. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. Oh my God, 3 cars, 5 jobs, slam dunk. In Fachkreisen höchste Sexualitätsstufe. Das ist jetzt ernst. Ey, ich hab da so richtig Bock drauf. Endlich, Leute. Plug and Play oder was? Das ist ziemlich Plug and Play, ne? Nicht ganz. Carbonius, CSL, Race, Airbox. People, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn diese Airbox in diesem Auto ist. Ja, da werden wir mal ultimative Klangeindrücke machen. Und ja, so viel dazu. Aber
etwas ist noch im Argen an diesem Auto. Ich muss mal kurz die Airbox hier deponieren. Und dann zeige ich euch noch was. Und dann geht's los. Jetzt komm mal, du musst aus meiner Perspektive jetzt auf das Auto gucken. So, jetzt gucken wir mal zusammen. So von hier hin. Also 9,5 mal 19 und 9,5 mal 19, 255. Vorne und hinten die originalen CSL-Räder. Dann kommt da mal her, zeige ich euch noch was. Die originale BMW Performance Bremsanlage aus dem E-Modell. Das Ganze auf der Hinterachse mit einem Vierkolbensattel von Porsche. Innenraum, SMG, Alcantara Lenkrad, große Pedal, wunderschöne neue Recaro Sportster CS. Und jetzt machst du mal so einen Schwenk da drüber und dann sagst du mir, was nicht stimmt. So hier. Stimmen tut ja alles. Was würde jetzt noch so ultimativ fehlen zu einer CSL Airbox und der ganzen Aufmachung von diesem Auto? Carbondach. Nee, ich habe da mal was vorbereitet. Ja! Das wird ein mega geiler Umbau. Übrigens hinter uns sehen wir schon unseren roten E46 M3. Der hat das Ganze schon. Ein CSL Carbondach. Übrigens auch vorher mit Schiebedach. Ja, das wird so geil, Jetzt machen wir so eine richtige Maschine aus diesem Auto. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Ausbau der originalen Airbox. Und wenn ich die draußen habe, dann erzähle ich euch ein, zwei Sachen. Und dann, ja, lasst euch überraschen. Hey, crack flags, this is not a question. I don't ever practice, never act in, always act in. Back in 2010, we all sipping activists. Now these beats are taking damage like my kidneys is. Already got the crib, I think it's time to flood my wrist. But gets along the neck, I just iced down my chick. It's not what you know, but what you Airbox is already outside. Wir machen das jetzt, also es sind so viele hunderte kleine Sachen. Ich werde euch jetzt kurz und knapp, ich hoffe in unter 2 Minuten erklären, wie, was, warum, wie das abläuft, wie es funktioniert und dann passt das. So, also originaler Luftfilterkasten, originaler Luftsammler, originaler Heißfilm-Luftmassenmesser ist ausgebaut. Ihr seht jetzt die Drosselklappeneinheit, hier mit dem elektrischen Drosselklappensteller. Ja, falls das viele noch nicht wissen, der E46 hat sogenanntes Gas-by-Wire. Das heißt, es gibt keinen Baudenzug mehr, wie bei den E36 Modellen, der die Drosselklappe bewegt, sondern das geht elektrisch. Ein Potentiometer am Gaspedal misst den Weg, gibt das weiter an diesen elektrischen Stellmotor hier und der zieht dann hier an der Stange, da könnt ihr mal reingucken und realisiert dann im Grunde die Drosselklappenöffnung. Es hat gequietscht, die Drosselklappen gehören geschmiert. Das machen wir auch noch. So, das dazu. Umdrehen. Ich habe das jetzt mal auf dem Boden ausgebreitet, da es für die Werkbank etwas zu viel gewesen wäre. Der besagte Luftfilterkasten, die Verbindung zum Luftsammler, die originale Unterdrucksteuerung, genau, Innenraumfilter und Abdeckung kommt natürlich alles wieder rein, Domstrebe auch. Hier CSL Airbox, der Anschluss dazu, der wunderschöne neue Plattenfilter und hier die dazugehörigen CSL-Teile, die man benötigt, wenn man diesen Umbau macht. So, ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wie was wo. Ein externer Ausgleichsbehälter für das CHF11S, ein sogenanntes Zentralhydrauliköl, welches das SMG-System benötigt, um arbeiten zu können. Das sitzt bei der Serien-Airbox hier direkt am Luftsammler genau dran und lässt sich nicht abmontieren. Und deswegen gibt es den CSL-Behälter. Dazu einen längeren Schlauch von der Absaugung der Motorentlüftung, also das ist quasi original und das hier ist CSL. Auch der Originale ist schon so ein bisschen, man sieht es, zugesifft, deswegen der längere. Dann das längere Magnetventil zur Unterdrucksteuerung.
Hier ganz viele Kleinteile, aber im Grunde alles eins. Es ist der Ansaugluft-Temperatursensor inklusive Original BMW Steckergehäuse, inklusive originaler Gummitulle, inklusive originalen Kabeln mit neuen Kabelschuhen. Genau, das war alles hier drin. Warum neuer Sensor? Weil die CSL Airbox hat keinen Heißfilm-Luftmassenmesser mehr. Der sitzt hier drin. Das ist das sogenannte Messelement. Okay. Es wird über 2 Minuten, ich merke es jetzt schon, aber ich weiß, dass euch das interessiert und ich werde mich trotzdem kurz halten. Warum nur noch der Luftsensor? Deswegen, weil wir fahren jetzt keinen Luftmassenmesser mehr, denn der würde auch hier in diese Öffnung schlecht reinpassen und deswegen laufen die CSL mit einer sogenannten Alpha-N-Software, beziehungsweise jetzt bei uns dann mit einer abgegradeten CSL-Software. Diese verlangt nicht mehr nach einer Luftmassenberechnung, sondern nur noch nach der Ansauglufttemperatur. Folgendes System. Hierdurch geht die komplette Luftmasse, beziehungsweise von hier nach da, in Richtung Luftsammler. Dieser Luftmassenmesser korrespondiert zusammen mit den Lambda-Sonden und errechnet das perfekte Gemisch. In dem Fall ungefähr Lambda 1, etwas fetter sogar. Lambda 1 ist sogenanntes stöchiometrisches Gemisch. Das heißt, perfekte Luftmasse zu perfekter Kraftstoffmenge, um eine große Effizienz und gleichzeitig gute Leistung zu erzielen. So, das Alpha-N-System, vergesst alles, was ihr jetzt gehört habt. Das ist einfach, da steht dann jemand mit einem Eimer, der hat ungefähr 20 Liter Sprit und der schüttet dann da rein. Das Schöne an der Sache ist, das hört sich geisteskrank an, ihr werdet es später auch im Soundvideo hören. Wir können inklusive unserem Upgrade mit der CSL-Software über das SMG und etwas Tuning ungefähr 360, 65 bis gute 375, 380 PS, Sauger-PS in diesem Auto fahren. Und das geht, Leute, haltet euch fest, richtig krass ab später. Genau, so viel dazu. So, die Airbox, Carbon Airbox haben wir jetzt hier. Wir sehen hier wunderschön, das ist die Race Airbox, die besteht komplett inklusive den größeren Ansaugtrichtern aus Vollcarbon. Selbst die Streben hier drin, wenn ihr das seht, sind aus Carbon. Genau. Hier oben die Anbindung von der Kurbelgehäuseentlüftung. Hier die Anschlüsse an die Drosselklappen. Hier unten, da kommen dann diese neuen Gummipuffer rein. Die dienen als Montage für den Luftsammler mit dem Motorblock. Genau. Dann kommt das alles da dran. Und dann würde ich sagen, quatschen wir auch nicht so viel rum. Dem einen oder anderen wird das klar sein. Ach ja, übrigens, wenn euch jetzt irgendwas nicht klar ist oder es noch Fragen gibt, gerne schreibt es drunter. Ich versuche euch, so gut es geht und so oft es geht, alle Fragen ausführlich zu beantworten. Natürlich müsst ihr auch sehen, bei 1500 Kommentaren teilweise wird es schwierig, vor allen Dingen, wenn ich bis 22 Uhr noch in der Werkstatt sitze. Aber gut. Eigentlich jetzt mal ein bisschen damit ballern. Ne? Neuer Tag, neues Glück. Es geht weiter am M3. Der steht da. Ach, was mir gerade eigentlich auffällt, ne? Wir haben heute richtig die M-Sauger-Elite da, die es eigentlich so gab. Ne? Da drauf hier die 290 M3, S65, 4 Liter V8, die 46 M3, 46 M3, 46 M3, M5, V10. Ja, genau, aber darum geht es ja nicht. Heute geht es um dieses Teil nochmal weiter. Airbox und so weiter ist drin. Weiß nicht, wollt ihr das kurz sehen? Will es jemand sehen? Will es überhaupt jemand sehen? Na klar. Mal kurz reingucken. Okay. Heute ist es eng hier drin, aber es ist auch Wochenende. Willst du es wirklich sehen? Na klar. Das klang jetzt nicht so überzeugend. Na klar. Ach du Scheiße. Ja, also Carbonius CSL Airbox im Race-Style. Also es gibt ja seriell beim E46 M3 CSL ist hier eine Klappe, eine Stauklappe oder eine Abstellklappe. Ne, keine Abstellklappe, eher eine Stauklappe, die bewirken soll, dass dieses Auto irgendwann mal eine Straßenzulassung bekommt.
Denn innerorts macht diese Klappe zu bei einem gewissen Geschwindigkeits- und Drehzahlbereich und dann läuft quasi die Luft unterhalb der Anzugbrücke durch eine Nebenleitung. Genau, und erst wenn man außerhalb ist und wirklich voll durchbeschleunigt bei voller Drosselklappenöffnung, geht dann auch die Klappe auf. Haben wir hier nicht und das ist sehr schön. Dennoch tragen wir diese Airbox ein, aber Serienauspuff. Also wenn da irgendwas anderes drauf ist, wird es dann wohl eher schwierig werden. Genau. Das zum Thema Airbox. Ich glaube, weitere Fragen gibt es keine mehr. Ach ja, genau, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wenn da schon jemand von oben reinfilmt, Ansaugluft-Temperatursensor. Genau, den kann man auch ganz easy abstecken. Ich habe da einen schönen Original BMW-Stecker dran gemacht mit einer wasserdichten Schlauchthülle und das ganze Kabel schön isoliert. Das kann man jetzt perfekt hier anstecken, läuft unter der Ansaugbrücke. Der Ölmessstab, den haben wir komplett umgeformt und verlegt, weil der war ja vorher hier hinten an der Ansaugbrücke und der geht jetzt von oben unter die Ansaugbrücke an der Domstrebe vorbei und dann kann man ihn ja, genau, direkt hier rausziehen. Ach ja, was lustig ist, ich zeige euch mal, wie der CSL-Ölmessstab ausschaut, weil das wissen wahrscheinlich viele nicht. Weil um beim CSL Öl zu messen manuell, muss man nämlich die Anzugbrücke zerlegen, bzw. die Airbox runterbauen. Moment, ich hole den mal schnell. Ist der nicht süß? 20 cm Ölmessstab. Der sitzt dann, könnt ihr euch vorstellen, natürlich ganz da unten in dem Sumpf. Und dann kann man hier manuell Öl messen. Der CSL hat übrigens, nicht dass jetzt viele denken, oh Kacke, muss ich jedes Mal Zeug zerlegen. Ne, der CSL hat einen Ölstandssensor, bei dem man nicht so wie bei dem normalen Modell, der einfach nur irgendwann mal gelb leuchtet, sondern man sieht wirklich den Füllstand wie bei den F-Modellen oder späteren E-Modellen. Nichtsdestotrotz bin ich auch irgendwie mehr so ein Fan von manuell messen. Gut, das zum Thema CSL Airbox. Ach ja genau, programmiert natürlich auch schon alles, Picobello. Ich bin auch schon gefahren. Das hört sich wirklich geil an. Aber wie es sich anhört, wissen ja schon viele von euch. Und ich denke, das müssen wir jetzt auch nicht nochmal so breit treten, das Thema, und jetzt da irgendwie rumfahren und voll durchbeschleunigen. Weil ich denke, es wird wahrscheinlich ein Großteil von meiner und Johnny seiner und euch nicht interessieren. Ne? Ich denke, es wird dich auch nicht interessieren, oder? Weißt du, wie sich sowas anhört? Fertig. Naja. So. Wie nochmal? Ich kann immer dieses Imitieren so schlecht. Warte kurz, pass auf, Moment, dranbleiben. Ich habe es ja kurz mal mit dem Telefon aufgenommen. Dann kann ich auch immer schnell auf dem Telefon zeigen. Dann müssen wir hier nicht so. Ja, so hört sich's an. Hm? Es geht schon, das passt schon. Würde ich sagen, Schluss und wir machen im nächsten Video weiter, oder? Okay. Bis zum nächsten Mal, ciao. Wer ist dabei, der jetzt gedacht hat, ja okay, das war's. Meine Herren, doch. Ihr kennt uns, glaube ich, schlecht. Und jetzt seht ihr und hört ihr CSL Airbox Sound. Ich will jetzt gar nicht so lange rumreden. Das ist so geil. Ach ja, das ist übrigens der Fehler. Wir haben den Fehler gefunden. Das war der Fehler. Jetzt haben wir es behoben. Zwischengas, CSL, SMG und Motorsoftware. Ja, Auto ist warm. Es gibt übrigens einen Teil 2 von dem Auto, weil jetzt noch das Carbondach hier mit reinzupacken, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Und deswegen spannen wir jetzt das Mikro mal an die Drosselklappen. Und dann würde ich sagen, gibt es für euch richtig satt. Oh ja! Alter, das Zwischengas ist echt brutal. Da wirst du zum Assi, ne, mit sowas. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so krank, ne?
Gibt nichts Besseres in einem E46 M3 wie eine Carbon Airbox. Ist einfach so. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil, Das ist geil, Bruder. Original 3 BMW. Ey, der geht richtig gut, ne? Der geht richtig gut. Das ist krass. Ey, im Gegensatz zu vorher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Drückt unsere Glocken. Drückt uns die Glocke. Naja, was? Die Glocke. Wir haben ja nur eine, ne? Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren bitte. Und teilen und liken und subscriben, Alter. Was geht? Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ich hoffe, euch das Video. Nochmal von neu.